Die Mitte Europas im 2. Jahrtausend. Ein Land, das lange braucht, um eins zu werden. Menschen, die sich erst im Laufe der Jahrhunderte als deutsch verstehen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Fragen an ein Jahrtausend deutsche Geschichte. Ein ruheloses Reich, zu klein, um über andere zu herrschen und zu groß für die Balance der Mächte in Europa. Weltmacht sein, das will Kaiser Wilhelm. Und er setzt das Schicksal der verspäteten Nation aufs Spiel. Kiel im November 1918. Die Matrosen der kaiserlichen Marine meutern. Sie verlangen ein Ende des Weltkriegs und die Abdankung des Kaisers. Wilhelm II. Steht unter Druck. Auch die Reichsregierung verlangt seinen Rücktritt. Ich denke nicht daran, abzudanken. Majestät müssen handeln, und zwar schnell. Die Meuterei wird zum Aufstand. Arbeiter schließen sich den Matrosen an. Ich werde an der Spitze meiner Truppen in die Heimat zurückkehren und den Aufstand niederschlagen. Aus Hunderten werden Tausende. Generalfeldmarschall von Hindenburg. Was sagen Sie? Unmöglich. Ich muss abraten. Was? Warum? Die Armee ist unzuverlässig. Sie will nicht mehr kämpfen. Zuverlässige Soldaten sollen den Aufstand niederschlagen. Brüder, nicht schießen! Nicht schießen! Die Truppen stehen nicht mehr hinter euch. Das hier hält nicht mehr. Wollte Gott, es stünde anders. Feuer! 4 Jahre schon dauert der Erste Weltkrieg. Millionen von Soldaten sterben auf den Schlachtfeldern, werden verwundet, verkrüppelt. Für die Deutschen ist die Lage an der Front und in der Heimat hoffnungslos. Dabei hatte der Kaiser seinem Volk einst herrliche Zeiten versprochen. Erst seit dem späten 19. Jahrhundert ist Deutschland geeint. Die Germania bei Rüdesheim am Rhein, sie soll daran erinnern, dass Kanzler Bismarck die Nation zusammengeschmiedet hat. Die neue, aufstrebende Großmacht in der Mitte Europas sorgt für Unruhe bei manchen Nachbarn. Zur Absicherung hat Bismarck das Reich mit Österreich-Ungarn verbündet. Mit Russland besteht ein geheimes Abkommen. Der Kanzler will das Gleichgewicht der Kräfte in Europa wahren. Das Reich genüge sich selbst. Das Berlin der Preußenkönige hat sich in Rekordzeit zu einer Weltstadt entwickelt, zum politischen Zentrum des Kaiserreichs. Eine boomende Stadt, die Jahr für Jahr Zehntausende von Zuwanderern anzieht. Auf ihre Prachtstraßen sind die Berliner besonders stolz. Um die Wende zum 20. Jahrhundert ist Berlin eine der modernsten Metropolen Europas. Man nennt sie Spree-Chicago.
Das Tempo der Hauptstadt, heißt es schon damals, sei atemberaubend. 1902 wird der erste Polizist zur Verkehrsregelung abgeordnet. Die Stadtbahn ist Europas erste Hochbahn überhaupt. Die Bevölkerung wächst rasant. Deutschland hat 1900 mehr als 56 Millionen Einwohner. Allein in Berlin leben 2 Millionen Menschen. Pickelhauben und Paraden. Das ist die Zeit, die man als die wilhelminische bezeichnet. Benannt nach ihm, Kaiser Wilhelm II. Eine schillernde Figur, für die Größe alles bedeutet. Ein impulsiver Monarch, der Weltgeltung will für sich und sein Reich, der mit der Macht spielt auf einem Spielfeld, das größer nicht sein kann. Ein Kaiser, den viele im Volk für den idealen Repräsentanten halten. Für die Deutschen im Wilhelminischen Kaiserreich hieß Deutsch sein, geeint sein, machtvoll sein, diese Macht auch nach außen darstellen zu können, einen glanzvollen Regenten zu haben, der im Ausland eine gute Figur machte. Man war, das darf man wohl so sagen, im Wilhelminischen Reich stolz, Deutscher zu sein. Wirtschaftliche und wissenschaftliche Höchstleistungen befördern das Reich mit hoher Geschwindigkeit ins 20. Jahrhundert. Made in Germany wird zum Gütesiegel und zum Machtfaktor. Die Kruppwerke in Essen entwickeln sich vom einfachen Gussstahlwerk zu einem Industriegiganten und zur Waffenschmiede der Nation. Wenn Wilhelm in den Westen seines Reiches reist, macht er gerne dort Station. Wie der Kaiser sieht sich auch der Unternehmer Friedrich Alfred Krupp als Garant des Aufschwungs. Beim Wettlauf der Großmächte um neue Märkte möchte auch er profitieren. Expansion benötigt allerdings große Mengen an Rohstoffen und neue Märkte. Keine Sorge, Krupp. Wir werden unseren Kolonialbesitz erweitern. Ich mache mir keine Sorgen, Majestät. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sie, Deutschland, einen Platz an der Sonne verschaffen werden. Wilhelm will mitspielen im Konzert der Weltmächte, im Zeitalter des Imperialismus. Doch die Deutschen sind spät dran, die Kolonien weitgehend verteilt. 1898 erwirbt das Deutsche Reich einen Flottenstützpunkt in China. Deutschland will Flagge zeigen, teilhaben am lukrativen Weltmarkt. Pickelhauben in Tsingtao. Hastig klaubt der Kaiser die letzten kolonialen Krümel im Pazifischen Ozean auf, etwa in Samoa oder Palau. Wirtschaftlich gesehen sind die Kolonien eher ein Verlustgeschäft. Doch das Imperium ist, dank der afrikanischen Besitzungen, inzwischen fast 6-mal so groß wie das Mutterland. Wilhelm will mithalten, um jeden Preis. Man kann dem Deutschen Reich nicht vorwerfen, dass es das gemacht hat, was alle anderen Großstaaten auch machen wollten und auch gemacht haben, nämlich von der Großmacht zur Weltmacht zu werden. Eine Weltmacht wie Großbritannien, mit dem Wilhelm eine Hassliebe verbindet. Seine Mutter ist Britin. Sie verachtet alles Preußische und betont oft Englands Überlegenheit. Wilhelm ist aber gern zu Gast in Osborne House auf der Isle of Wight bei seiner legendären Großmutter Queen Victoria. Er sieht sich als Mitglied der Königsfamilie. Ich bin auch Brite, sagt er. Aber er sah auch, dass das Deutsche Reich eben kein Empire hatte. Dass in dem deutschen Weltreich eben durchaus die Sonne unterging und nicht wie im britischen, wo die Sonne nicht unterging. Und das war so ein Konkurrenzverhältnis, was bedingt war, dass der Status, das Prestige beider Reiche einfach unterschiedlich war. Die Briten hatten eine Flotte, die Deutschen hatten